und herzlich willkommen zu Puring mit Nadine. Heute machen wir einen Dutch Pur mit dem Föhn. Die Farben habe ich angemischt wie immer. Rezeptur findet ihr unten in der Videobeschreibung und habe in das Blau jeweils, in die zwei Blautöne, noch das Seidenlatex von Renovo ein bisschen eingegeben, weil das so tolle Effekte bei den letzten Bildern erzielt hat. Ihr könnt natürlich das auch einfach in weiße Farbe mischen und das dann mit verwenden bei eurem Bild. Ich habe jetzt keinen Weißton extra, den habe ich im Untergrund. Verdünnen tue ich hier sehr stark mit Wasser, weil das für die Föhntechnik schon eine recht dünne Konsistenz sein sollte, damit die Farben auch gut über die Leinwand fließen und sich nicht zu sehr überschlagen. Ja, meine Untergrundfarbe war mal wieder etwas zu dick, wie so oft, aber es hat dann doch geklappt. Jetzt ist es glatt und wir können starten mit den schönen Farben. Wie ihr die jetzt aufbringt, vom Muster her, das bleibt euch überlassen. Wichtig ist halt wirklich, dass sie möglichst alle gleich sind von der Konsistenz, gleich dünn. Und ihr werdet gleich sehen bei dem helleren Blauton, dass die Farbe nicht so rausfließt. Und daran kann man erkennen, die hat nochmal nachgezogen und ist etwas dicker geworden. Man sieht es jetzt hier recht schön. Blub, 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 ne? Also die fließt nicht ganz so schön raus, die macht so kleine Huppelchen und das liegt daran, dass die etwas dicker ist. Mit dem Schwarz bin ich etwas sparsamer, weil das dann doch sehr, sehr dunkel werden kann, wenn man davon zu viel drauf macht. Jetzt geht's endlich los mit dem Föhn, da habt ihr sicherlich schon drauf gewartet. Ich habe meine Föhndüse hälftig abgeklebt, damit ich den Strahl etwas besser kontrollieren kann. Ob ihr das auch braucht, müsst ihr ausprobieren. Für mich funktioniert es so besser. Föhn auf kalte Stufe, höchste Stufe und ich habe zusätzlich noch den Kaltknopf gedrückt. Ihr seht, nicht jeder Vorgang funktioniert gleich beim ersten Mal so ganz perfekt. Aber man kann ja da nochmal nachbessern. Das werdet ihr gleich auch nochmal sehen. Die Farben an sich fließen schön und recht gut. Etwas bremsen tut es deshalb, habe ich eingangs schon mal kurz erwähnt, mein Base Coat, also diese Untergrundfarbe, ist ein bisschen zu zäh und deshalb tut es sich oben manchmal ein bisschen schwer. Aber ihr seht, wenn die Farbe mal fließt, die geht sehr gut über den Rand und tropft auch runter. Also das ist wirklich eine gute Konsistenz, um die Föhntechnik auszuprobieren. Lieber etwas dünner als zu dick. Ja, die untere Ecke hier, die gefällt mir noch nicht ganz so gut. Da werde ich gleich noch mal ein bisschen nacharbeiten. Einfach weil mir das vom Motiv her auf der langen Leinwand gefällt, wenn es unten so ein bisschen volumiger ist und nach oben hin dann etwas schmaler zuläuft. Ist aber immer Geschmackssache. Wenn ihr einen Bereich habt, der euch nicht so gelungen ist, wie ihr euch es vorgestellt habt oder euch einfach nicht so gefällt, dann könnt ihr den entweder nochmal runterwischen, Base Coat drauf machen und nochmal Farben aufbringen oder so wie ich das jetzt tue, weil es ist ja eigentlich nur ein bisschen, was mir da fehlt an Kontrast und Volumen, etwas Farbe aufbringen und dann einfach nochmal drüber föhnen. Wenn euch das auch passiert, dass ihr da mal so einen Farbspritzer dann drauf habt, das ist gar nicht schlimm. Entweder ihr föhnt dann noch mal ein bisschen, dann fließt es ins Motiv mit ein, so wie da. Und wenn dann noch ein kleiner Rest übrig bleibt, das könnt ihr auch einfach vorsichtig entfernen, die Farbe. Gerade mit dem Finger oder mit dem Tuch ganz sachte ein bisschen die dunkle Farbe runternehmen und etwas Weiß drauf und schon ist das auch wieder weg. Ist gar kein Problem.
Mit dem kleinen Gebläse könnt ihr dann nochmal recht gut so kleine Details ausarbeiten. Das bekommt man im Internet, manchmal auf den bekannten Online-Shopping-Seiten, manchmal ist es da nicht verfügbar. Also da müsst ihr ein bisschen suchen, nennt sich oft das kleinste Gebläse der Welt. Darunter könnt ihr das in der Regel finden. Ist so unter Computerzubehör, Tastaturstaubentfernung und so weiter aufgeführt. Ich bin ja gerade ganz kurz mit dem Brenner drüber gegangen, um die Luftbläschen zu entfernen. Und hier seht ihr jetzt ein paar Detailaufnahmen. Das sieht wirklich schön aus. Mir gefällt es gut mit den Effekten von der Latexfarbe. Es ist kein Silikonöl drin, wirklich nur unser Vinylkleber, der klassische, den ich immer habe, den Artist Junior Weiß. Und da kann ich euch auch noch den Tipp geben, direkt auf die Herstellerseite zu schauen und nicht auf der großen bekannten Shopping-Seite im Internet, weil da ist es deutlich teurer sonst. Ja, ich freue mich, dass ihr dabei wart. Freue mich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Wenn es gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Like da und einen Kommentar oder ein Abo. Bis zum nächsten Mal, eure Nadine.